Let's Play SOMA, Folge 31. Wir haben den Kampfanzug soweit vorbereitet, dass wir da jetzt gleich reinsteigen können. Müssen jetzt aber noch... You lost me halfway there. You don't really need to understand it. Just make them line up. Okay. Und wie? Auf was soll ich das jetzt stellen? Ah, ich muss es wahrscheinlich gleich machen, ne? Okay. Wir nähern uns an. Nein, das war gut. Ah, jetzt. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Ha, ich bin gerade begeistert, dass ich es so schnell geschafft habe, weil ich weiß noch, damals Physik mit Amplitude und Schwingengeschwindigkeit und der ganze Scheiß. Go sit in the pilot seat. Ja, ich hab's doch verstanden. So, zurück am Anfang des Spiels. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, Indian stock photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Ah. Ah. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just, Why was it still talking? it's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Okay, sie hat uns also kopiert und nicht transferiert. Alter, so sahen wir die ganze Zeit aus. Ach so, und sozusagen, okay, und unser Ich aus Toronto, also von ganz am Anfang, lebt auch noch weiter sozusagen. So, wir können ihn jetzt umbringen. Ich weiß es nicht, ob das... Das war schon damals mit diesen... Das ist schon wieder so eine Entscheidung, wo ich nicht weiß, was genau ich damit bewirke. Wenn er halt hier bleibt und dann aufwacht, dann ist er halt wirklich allein und hat keine Ahnung, wird vermutlich von so Wow-Monstern zerfetzt. Da wäre es ja so irgendwie geschickt und das sind wir auch irgendwie selber, aber ich lasse es. Ich lasse ihn leben. Das ist mir... Ich habe zu viel Schiss, was ich da falsch machen könnte. So, dann müssen wir Catherine mitnehmen. Und dann nehme ich mal an, müssen wir hier lang, ne? Oder auch nicht. Was ist das hier? Achso. So, da kommen wir auch nicht mehr raus. Okay, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, wo wir hin können. Das ist schon richtig, aber... Achso, vielleicht soll ich... So, Omnitool schwenken. Und dann geht's wohl Richtung Arche jetzt. Ein neues Achievement. Ich bin gespannt. Bringt jetzt eigentlich dieser Kampfanzug irgendwas? Also können wir jetzt vielleicht kämpfen? Zweifle ich aber, wäre sehr untypisch für diese Spiele hier. Ui. Jetzt geht's wieder hinaus.
Okay, das ist die Plattform. Ich gucke mich zuerst hier noch um. Okay, das ist genau das gleiche nochmal. Ich gehe mal zuerst hier hin, weil es weiter weg ist, keine Ahnung. Ob das schlau ist, wir werden es sehen. Na, da können wir runterklettern. Wenn hier die Musik anfängt, ich gehe nochmal zurück, sorry, aber wir alles sehen. Geht's hier auch runter? Ja, ich gehe jetzt einmal hier. Ah ne, hier geht's nicht runter, guck an. Ja, ich falle da lieber nicht runter. Das wird nicht gut ausgehen, nehme ich mal an. Deswegen gehen wir wieder zurück. In unserem schönen Kampfanzug. Da gibt es aber jetzt, Stand jetzt 3 Simons, oder? Einen in Toronto, uns hier und der, wo jetzt da drüben in dem Stuhl sitzt. Das ist doch eine gute Idee. So. Okay. Können wir uns anschnallen? Ah, wir sind jetzt in der Plattform, ich nehme mal an. Stecken wir Catherine mal da rein. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Nein, wir wollen. Ja, runter, das passt. Passagiere 2. Oder einen? Naja, einer eigentlich, ne? Ich glaube, ich hätte noch irgendwas machen sollen. Sind wir doch 2? Oder kann ich hier unten noch irgendwas? Muss ich. Ah, vielleicht in den hier? Nee. Den kann ich gar nicht. Irgendwas mache ich noch falsch. Wir wollen nach unten, ja. Ah, vielleicht diesen riesengroßen Hebel ziehen. Super, ich habe ihn natürlich da eingesetzt, wo es keine Sicherheitshalter gibt. Tut sich jetzt trotzdem eher weniger. Blöd. Doch bloß ein Passagier. Take a seat and we'll be off. Ah. Jetzt. Der Sonnenlichtbereich. Dämmerlichtbereich, Dunkelbereich, Abgrund, Tiefsee. 6000 bis 10.000 Meter. It's luck, right? And I woke up in the right body. He's a redundant copy. I'll never experience my journey, the full journey. He wouldn't understand. How could he? I couldn't do it, and you knew it. You were right in trying to hide it from me. Only wish you'd done a better job. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, you know, tuck my arms so I could push the
door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Worauf habe ich gewartet? Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Okay, nicht gut. Kurz bevor wir weitergehen, eine Sache, was mir jetzt gerade aufgefallen ist. Okay, Todesqualen. Stimmt natürlich, es gibt natürlich nicht 3 Simons, weil der in Toronto ist ja tot. Durch diesen Meteoriteneinschlag oder was auch immer das war. Gehen wir nach oben. Boah, krass. Oh, wie geil. Fällt mir gerade sehr. Komm. Hallo? Me, I know it's not much, but why don't we stop moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Okay, das war jetzt weniger schlimm, als ich gedacht hätte. Ich dachte, den Rest können wir schwimmen. Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted when I'm moving. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Tja. Warum ist das alles so unscharf? Wow. Was zum... Nicht gut. Gar nicht gut. You did it. You did it. I will make preparations. Oh oh. Ganz und gar nicht gut. Das war doch der Typ, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und ich will nicht so genau wissen, was er da vorbereitet, ehrlich gesagt.
glaube nicht, dass es was sonderlich Gutes ist. Oi, meine. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage, knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was going to kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. Ja, das habe ich jetzt auch eher vermutet. Wäre allerdings das Spiel ausgewesen. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach Tau. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following in your own footsteps, Kat. When I had footsteps, You could still be down here somewhere, technically. don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that arm. Okay, zu Tau müssen wir jetzt gehen. Aber warte mal, bevor wir hier reingehen, ja, beziehungsweise rausgehen, warten wir noch kurz, machen ein Päuschen. Ich muss sagen, dass ich echt schon ja auch in den letzten Sessions immer wieder Schwierigkeiten hatte, die Geschichte voll zu folgen. Jetzt wird es gerade völlig, dieses ganze mehrere Ichs und Zeit und Denken und körperlos und oh Gott. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja da mehr einen Reim drauf machen und vielleicht wird es ja vielleicht auch noch wenigstens ein bisschen aufgeklärt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu Let's Play SOMA. Bis dahin, tschüss, bye bye.